We Are the World, MJ Update, Folge 21. Um das ganze We Are the World Projekt geht es heute. The Greatest Night in Pop, eine brandneue Doku, die am 28. Januar ihre Premiere auf Netflix weltweit feierte. Und das nehme ich heute zum Anlass, mal ganz genau in dieses Projekt reinzuschauen. Ich gehe den Zeitstrahl von damals, 1985 bis heute durch. Welche Veröffentlichungen gab es? Welche Dokus? Welche Special-Versionen erschienen? Wann wurde er live aufgeführt? Und war Michael auch dabei? Und lass uns da mal ganz tief einsteigen in dieses Thema. We Are the World, das ist Folge 21. Ich bin euer MJ Update Harry und jetzt geht's in den Trailer und danach starten wir. Ja, da sind wir wieder, Folge 21. Und ich habe auf euch gehört, ich sitze jetzt hier nämlich auf der Couch mit diesem Hintergrund. Ich hatte ja im Community-Bereich eine Umfrage gestartet. Welchen Hintergrund wollt ihr? Und da habe ich auf euch gehört, ich habe es mir hier gemütlich gemacht. Ich sitze hier also auf der Couch. Also vielen Dank nochmal an alle, die mitgevotet haben. Und ja, lass uns jetzt mal einsteigen in das We Are the World Projekt. Und wir gehen alle Veröffentlichungen durch, die mir bekannt sind. Und wenn ich was vergessen haben sollte, gerne kommentieren. Aber wir starten jetzt mal und wir starten mit dem Song We Are the World. Der Urknall entstand am 7. März 1985. Da erschien die Single. Einmal die 7-Inch Maxi-Single, die ihr hier seht. We Are the World, USA for Africa in der Version. Und hier stehen alle Künstler drauf. Dan Aykroyd, Harry Belafonte, Lindsey Buckingham, Kim Carnes, Ray Charles, Bob Dylan, Sheila E., Bob Geldof und so weiter und so weiter. Geschrieben von Michael Jackson und Lionel Richie und produziert von Quincy Jones. Und auf der Rückseite sieht man ganz viele Fotos von diesen Aufnahmen. Das heißt, mit Erscheinen der Single hat man diese ganzen Fotos das erste Mal gesehen und auch gesehen, dass diese Künstler das erste Mal auch dabei waren, als das aufgenommen wurde. Mit dabei der gesamte Liedtext und hier unten sind noch in den Credits sind die einzelnen Künstler aufgeführt, unter welchen Firmen sie, glaube ich, unter Vertrag sind. Genau. Das ist einmal die 7-Inch Vinyl und ich drehe mich mal um. Hier hinter mir habe ich die 12-Inch Vinyl, We Are the World, die optisch nochmal ein bisschen anders ausschaut. Ein Meer von Menschen, ein Meer von Kindern ist zu sehen, USA for Africa, also schon ein anderes Logo als die kleine 7-Inch Single. Und auch hier stehen alle Künstler drauf, die mitgemacht haben. Hall & Oates, James Ingram, Jackie LaToya, Marlon, Michael, Randy, Tito Jackson und so weiter. Tina Turner, Bruce Springsteen, Diana Ross, Smokey Robinson, Lionel Richie, Diane Warwick, Tina Turner, The Pointer Sisters und Stevie Wonder. Ja, die Rückseite ist genauso aufgebaut wie die 7-Inch Single. Halt alles ein bisschen größer mit den gleichen Fotos. Ja, ein bisschen anders geschnitten. Aber es sind die gleichen Fotos drauf, Liedtext und auch nochmal die gleichen Credits unten. Ja, auf der Vinylpressung ist die 6 Minuten 22 Single-Version drauf. Und hier habe ich noch die japanische Pressung. Hier ist auch nochmal ein japanischer Beileger bei, der vermutlich nochmal die Lyrics auf Japanisch zeigt und auch die ganzen Künstler von A bis Z mit drauf sind. Auf der B-Seite befindet sich der Song Grace von Quincy Jones. Ich weiß aber jetzt gerade nicht, ob er das auch singt. Und ich muss auch gestehen, Grace ist ein Lied, das habe ich mir jetzt, glaube ich, noch nicht so häufig in meinem Leben angehört. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie das Lied geht. Das müsste ich mir wirklich nochmal als Hausaufgabe aufschreiben und nochmal die B-Seite anhören. Aber so ist das mit den B-Seiten. In diesem Fall hat man sie nicht so häufig gehört. Und um Grace geht es ja heute auch gar nicht, sondern um We Are the World. Das heißt, damals am 7. März erschien diese Maxi-Single, die sich in Rekordzeit millionenfach verkaufte, weltweit auf Platz 1 gelang und ein Riesenerfolg wurde. Und damals, also ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe damals in den 80ern gar nicht so viel darüber mitbekommen. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich noch ein Kind war.
wie es zu diesem Projekt gab. 85 war ich auch noch gar kein Michael Jackson-Fan, das wurde ich erst 88 und da waren die Schwerpunkte anders gelagert. We Are the World kam erst später in mein Leben rein, sodass ich damals zu der Zeit gar nicht so viel mitbekam. Wie waren die Hintergründe, wie kam es zu den Aufnahmen, wo haben die stattgefunden, wer hat das Ganze organisiert? Heute weiß man das natürlich durch diese ganzen Dokus, die erschienen sind, aber damals tappte man noch so ein bisschen im Dunkeln. Mit Veröffentlichung der Maxi-Singles erschien auch das offizielle Musikvideo zu We Are the World. Und das Video war natürlich spektakulär. Man hat das erste Mal in bewegten Bildern die gesamte Schar an Superstars gesehen, wie sie dort im Studio diesen Song sangen. Der Song war so eingesungen, der sah aus, als würden die Künstler den in einen durchsingen natürlich. Es ist ein Musikvideo und es macht den Eindruck, man sieht die Künstler, wie sie diesen Song durchsingen. Natürlich sind das mehrere Schnitte, mehrere verschiedene Aufnahmen. Wir sehen einmal den gigantischen Chor aus Superstars und natürlich die Einzelpassagen. Bruce Springsteen, Michael Jackson, Diana Ross, Tina Turner, Cyndi Lauper und so weiter. Und dieses Video habe ich damals das erste Mal gesehen. Wahrscheinlich war das ein MTV Michael Jackson Musikwochenende, also ein Michael Jackson Weekend. Die gab es damals auf MTV. Und im Zuge dessen habe ich dort das erste Mal dieses Video gesehen. Ich persönlich hatte den Eindruck, das ist ja gar kein richtiges Musikvideo, was wir hier sehen. Das ist gar nicht so aufgebaut wie die Musikvideos von Michael Jackson, die ich kannte, oder auch von anderen Künstlern. Das war für mich ungewohnt, das so zu sehen. Die Künstler in einem Tonstudio, wie sie das aufnehmen. Wie sie das aufnahmen. Und das sah für mich so ein bisschen improvisiert aus, als wäre das kein richtiges Musikvideo. Aber diese Version war das richtige Musikvideo. Wir haben hier die Studioversion gesehen, wie all diese Superstars diesen Song aufnahmen. Und damit hatten wir auch den Beweis, dass dass diese Künstler tatsächlich zusammen waren. Mit der Veröffentlichung 7-Inch und 12-Inch Single gab es dann eben auch bewegte Bilder und wir sahen das erste Mal das Musikvideo dazu. Nachdem am 7. März 85 die Single erschien, kam kurz danach, das muss wahrscheinlich so Mitte, Ende März gewesen sein, die April-Ausgabe vom Live Magazine raus. Auf dem Cover sind zu sehen Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Tina Turner, Michael Jackson, Lionel Richie. Und das Live Magazine war damals das einzige Magazin, das vor Ort fotografieren durfte und Fotos machen durfte und eine Exklusivstory für das Magazin machen durfte. Die Fotos, die Live damals gemacht hatte, sind auch auf der Single auf der Rückseite zu sehen. Und das Live Magazine, ich habe jetzt nochmal recherchiert, ich wollte nochmal sehen, was da drin steht. Ich habe nichts gefunden. Ich habe immer nur das Titelblatt gefunden. Was jetzt konkret der Inhalt war, ich nehme aber an, dass das Live Magazine damals ja auch dabei war und auch die Stimmung vor Ort mitgenommen hat und darüber einen mehrseitigen Artikel in der Ausgabe geschrieben hatte. Zur Leadsingle und die April-Ausgabe von Live erschien damals dann schon etwas mehr Content und Hintergrundinformationen, wie es vor Ort eben ablief. Dazu müsste man noch kurz sagen, die Medien hatten damals natürlich schon ein bisschen Wind bekommen, weil die Aufnahmen zu dem We Are the World Song in den A&M Records Studios in Los Angeles fanden ja nach den American Music Awards damals statt. Am 28. Januar 1985 fanden die American Music Awards statt und danach begannen die Stars sich auf den Weg in das Tonstudio und die Medien haben das natürlich schon spitz bekommen und Lionel Richie hat auch in den ein oder anderen Presseinterview nach den American Music Awards gesagt, ja, wir haben das We Are the World Projekt und da geht es jetzt weiter und mehr kann ich dazu nicht sagen. Manche Medien haben das damals schon nach den American Music Awards aufgegriffen. Hier in Deutschland war das, oder in Europa hat man davon kaum was wahrgenommen. Wo in Europa hat man was über die American Music Awards in den 80ern erfahren? Nirgends. Also da musste man warten bis in der Bravo oder wo mal was darüber berichtet wurde.
insgesamt haben wir da sehr wenig von mitbekommen. Und ein bisschen Meldung gab es so damals, dass es da irgendwie ein Projekt gab. Dann erschien am 7. März 85 die Single und im April gab es dann die Live-Ausgabe. Ja, vielleicht habt ihr ja die Ausgabe und wisst, was da genau drin steht, und dann könnt ihr vielleicht in den Kommentaren gerne nochmal ergänzen, welche Infos da verfügbar waren damals. Am 5. April 1985 war Karfreitag und Radiostationen in über 25 Ländern dieser Erde und über 8000 Radiostationen haben bei dieser Aktion mitgemacht, und zwar die Simultanübertragung weltweit zur gleichen Uhrzeit des Songs We Are the World. Und das war ein Riesenereignis, weil sich über 8000 Radiostationen in 25 Ländern und vielleicht noch mehr zusammengetan haben und diesen Song zur gleichen Uhrzeit gespielt haben. Wir schreiben den 23. April 1985. 1,5 Monate später nach Veröffentlichung der Single erschien das Album USA for Africa, We Are the World. Und hier sehen wir vorne drauf ein Studiofoto, wo alle Künstler zu sehen sind, die damals mitgemacht haben. Unten sind auch nochmal alle Stars benannt. Und auf der Rückseite die Tracklist, CD und ein kleines Booklet. In dem Booklet befinden sich auch ein kleines Vorwort über das Projekt. Die Songs, die hier drin sind, sind beleuchtet. Es sind auch nochmal Fotos zu sehen und hinten auch nochmal verschiedene Credits drin. Ja, und die CD beinhaltet neben den We Are the World Song, hier in einer längeren Version, die geht 7 Minuten 2, beinhaltet das auch noch Songs von Chicago, Huey Lewis, Steve Perry, The Pointer Sisters, Prince, Kenny Rogers, Bruce Springsteen und Tina Turner, sowie Northern Lights und natürlich das USA for Africa, We Are the World Lied. Das ist die Tracklist auf diesem Album. Und mit den restlichen Songs verhält es sich so ein bisschen wie mit Grace auf der Maxi-Single, denn die Songs habe ich mir in meinem Leben nicht so häufig angehört. Ich habe das Lied von Prince ein paar Mal gehört, For the Tears in Your Eyes. Das ist wirklich ein schönes Lied, aber die restlichen Lieder könnte ich jetzt nicht spontan drauf einstimmen und einsingen. Es ist aber insgesamt ein Album, das auf dieses Thema einzahlt. We Are the World, und natürlich wurde auch hier, wie bei der Single und dem Album und allen Veröffentlichungen, jeder Euro oder jeder Dollar oder jeder D-Mark oder alles, was damit damals umgesetzt wurde, für dieses Projekt eben auch gespendet. Das Album hat eine Gesamtspielzeit von 41 Minuten 30 und es gelang in den USA, Norwegen, Niederlande mindestens auf Platz 1. Das ist das, was ich auf jeden Fall recherchieren konnte. In Deutschland auf Platz 8, in der Schweiz auf der 1, in Österreich auf der 5 und in England kam es auf Platz 31 der Charts. In den USA hat es 3 Millionen Einheiten verkauft und in Brasilien 850.000 Einheiten. Das sind die nennenswerten Daten, die ich dazu finden konnte. Weltweit wird es sich irgendwo zwischen 5 und 10 Millionen Einheiten verkauft haben. Es erschien auf CD und hier hinter mir auch auf Vinyl. Ja, wir befinden uns jetzt immer noch im April 1985. Da erschien nämlich ein erstes TV-Special zu diesen Aufnahmen, moderiert von Jane Fonda, die berühmte Schauspielerin, und in den 80ern war sie auch mit verschiedenen Aerobic-Videos sehr erfolgreich, aber auch Schauspielerin, zuletzt Grace and Frankie auf Netflix, eine Comedy-Sendung. Und sie moderiert hier durch eine ungefähr einstündige Doku mit dem Titel We Are the World, The Story Behind the Song, so nennt sich das. Und das erschien in den USA. Es muss zeitlich ungefähr auch im April stattgefunden haben. Ich konnte das genaue Datum nicht herausfinden. Vielleicht lief das schon an dem Wochenende, als die Simultanübertragung war, an dem Osterwochenende. Das würde Sinn machen, dass man das dort hätte veröffentlicht. Vielleicht lief es aber auch erst später im Monat, als das Album veröffentlicht wurde, weil Jane Fonda hält in dieser Doku auch das Album in die Kamera und berichtet darüber,
ja, dass jeder Euro gespendet wird, dass alle Teilnehmer, die hierbei waren, das umsonst gemacht haben. The Story Behind the Song gibt das erste Mal ausführliche Informationen rund um We Are the World. Wir erfahren viele Hintergründe. Wir sehen das erste Mal, wie die Stars ins Studio kommen und zusammen We Are the World singen. Wir sehen hier die Einzelpassagen, die aufgenommen werden. Es sind hier nochmal als Bonus Einzelinterviews mit den einzelnen Künstlern drauf, aber nicht Michael. Wir sehen hier eine kurze Sequenz, in der Michael tanzt. Das habe ich tatsächlich nur in dieser Doku gesehen. Und damit haben wir mit dieser Doku die erste offizielle Doku, die von diesem Ereignis damals veröffentlicht wurde. Ich vermute, sie lief in den USA im Hauptprogramm auf einem der großen Fernsehsender. Und diese Doku, die wurde später auch auf VHS und Laserdisc gebrannt und gepresst und in Japan zumindest in den Verkauf gegangen. In Japan konnte ich da Veröffentlichungen finden auf Discogs. Wir sind immer noch im Jahre 1985 und am 13. Juli fand in London, in Wembleys Stadion und in Philadelphia im John F. Kennedy Stadium das Live Aid Konzert statt. Und zu diesem Anlass aus Philadelphia gibt es eine Aufnahme, wo alle Künstler, die damals dort auf der Bühne standen, auch bei Live Aid We Are the World mitgesungen haben. Das wurde weltweit damals ja auf mehreren TV-Stationen ausgestrahlt. Das Live Aid war vor Ort in Philadelphia von über 100.000 Zuschauern besucht. Michael war aber nicht dabei. Der Song wurde eben von allen dort anwesenden Künstlern interpretiert. Lionel Richie, Harry Belafonte, Diane Warwick war dabei. Ja, das ist das Live Aid Ereignis von 1985. Das war die erste große Live-Performance des Songs, wo er vor einem Riesenpublikum dargeboten wird. Und jetzt machen wir einen Sprung zum 28. Januar 86. Wir haben jetzt das einjährige Jubiläum von We Are the World. Wir haben wieder die American Music Awards. Am gleichen Tag, genau ein Jahr später, fanden wieder die American Music Awards statt. Diana Ross überreicht zum Schluss den Preis für den Song des Jahres an Lionel Richie und Michael Jackson, die dann auch beide auf die Bühne kommen. Beide sagen gar nicht viel. Michael sagt nur so thank you ist zu hören. Und Diana fordert dann schon die Leute auf, kommt auf die Bühne, komm, lasst uns zusammen den Song singen. Und wir sehen dann hier wieder ein All-Star Together, eingeleitet diesmal von Diana Ross, wie die anwesenden Künstler We Are the World singen. Und hier war damals auch Sheila E. dabei, Lionel Richie, Harry Belafonte, Aretha Franklin wurde zugeschaltet, die war wohl in Detroit, die war nicht vor Ort dabei, so dass es hier auch eine interaktive Performance von den Song gab. Schaut es euch mal an, auch eine sehr coole Darbietung, wie ich finde. Am 25. Februar 85, kein Monat später, fanden die Grammys statt und auch hier waren wieder Michael Jackson und Lionel Richie anwesend, die für den Song des Jahres ausgezeichnet wurden, den die beiden ja geschrieben haben. Song of the Year, We Are the World, und da kamen Lionel Richie und Michael auf die Bühne. Lionel hielt wieder eine kleine Rede und auch Michael hat hier ein paar Worte gesagt und er bedankte sich bei Gott, dass er diesen Song geschrieben hat, gab wieder, dass Quincy der beste Produzent für ihn sei und er gab den Leuten mit auf dem Weg, wenn ihr den Saal verlasst, bitte dankt an die Kinder. Und ein zweiter Grammy ging an diesen Abend an Quincy Jones und aus diesem Anlass kam auch wieder Lionel, Michael und Diane Warwick war vor Ort, Stevie Wonder war vor Ort, die kamen auch nochmal auf die Bühne und haben Quincy im Hintergrund unterstützt. Michael ist auch die ganze Zeit im linken Bildrand zu sehen, aber Quincy hat dort eher die Rede gehalten. Am 25. Mai 1986 fand in den USA die Hands Across America Charity-Aktion statt. Das Ziel war tatsächlich, eine Menschenkette zu bilden, die von der West- bis zur Ostküste führt, einmal quer durchs Land. In jedem Bundesstaat mussten so und so viel Hunderttausende von Menschen mitmachen, damit das gelingt. Und bei dieser Hands Across America Aktion, das war damals eine Riesenaktion in den USA, wurden auch an sehr vielen Stellen der We Are the World Song mit eingesetzt. Hier müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Keane Cargan war der Erfinder
der We Are the World Aktion. Das ist ein Musikproduzent, der damals das Do They Know It's Christmas Time Special gesehen hat aus Großbritannien, und er hat es angeregt, auch in den USA zu machen. Kinkragen hatte sich dann mit Harry Belafonte ausgetauscht, der auf diese Aktion auch angesprungen ist und gesagt hat, ja, wir müssen da was machen. Hier war auch im Fokus, dass Harry Belafonte dann mit Quincy Jones ins Gespräch ging und die beiden sich überlegt haben, wen können wir mit ins Boot holen, wie können wir was starten. Über Quincy kam der Kontakt zu Lionel Richie und zu Michael Jackson, der damals ja auch mit Michael sehr eng zusammengearbeitet hatte. Auch Stevie Wonder sollte mit ins Boot geholt werden. Und Harry Belafonte, der ja auch in den Bürgerrechtsbewegungen sehr vorne mit dabei ist, und auch mit Quincy Jones zusammen, die auch gesagt haben, wir sehen hier Weiße, die was für Schwarze machen, aber wir sehen keine Schwarzen, die was für Schwarzen machen. Und das sahen sie als Problem damals an, und sie wollten halt auch, dass Schwarze was machen, und auch bei We Are the World, als alle was machen, die alle mit im Boot sind. Und in diesem Zusammenhang, Kinkragen war sozusagen der Erfinder oder der Auslöser für dieses Projekt, und er war auch ein Jahr später bei dieser Hands Across America Charity Aktion wieder federführend mit dabei. Und in diesem Projekt war auch beispielsweise, da wurde auch ein eigener Song entwickelt, Hands Across America hieß er, und er wurde aber nicht so stark promoted, weil auch hier Michael damals zum Beispiel gesagt hatte, bei dem 20. Super Bowl, da sollte irgendwie auch auf diese Hands Across America Aktion hingewiesen werden, und Michael gab doch mit an, dass man We Are the World dafür verwenden sollte und nicht das Hands Across America Lied, weil We Are the World einfach bekannter ist, und deshalb flog der Hands Across America Song raus und We Are the World wurde eingesetzt, und danach kam in dieser Aktion auch immer wieder das We Are the World Lied, wurde auch für diese Aktion immer mehr verwendet. Wir schreiben Januar 1992. Bill Clinton hat die Wahl gewonnen und er wird in das Amt eingeführt, und in den USA ist es ja traditionell üblich, dass eine große Amtseinführungsfeier stattfindet in den USA, in Washington, und das war eine Open-Air-Veranstaltung, wo eben auch We Are the World gesungen wurde. Und mit dabei war auch Michael Jackson, der hier das erste Mal ganze Passagen klar und deutlich mitsang. Jetzt muss ich mich nochmal erinnern, bei den Grammys war er nicht zu hören, als das zum Schluss eingespielt wurde. Diana Ross war da eher zu hören, die darauf einstimmte. Michael sang im Chor mit. Bei den American Music Awards war er auch kaum zu hören, und bei Live Aid war er gar nicht erst dabei. Und hier, 1992, bei der Amtseinführung von Bill Clinton, war das erste Mal auch Michael sehr deutlich zu hören, als er dann in seinen Part einstieg. Und mit dabei waren auch Quincy Jones, der das Ganze dirigierte, Diana Ross, Dionne Warwick, ganz viele andere Stars, Stevie Wonder, Kenny Rogers war dabei, und ein Kinderchor kam dazu, eine riesengroße Kulisse. Ich finde, das ist ein sehr eindrucksvoller Auftritt. Auch hier ist Aretha Franklin mit dabei, die auch im Hintergrund mitsingt. Da frage ich mich echt, warum war die damals bei ursprünglichen We Are the World nicht mit dabei, weil es auch eine fantastische Stimme gewesen wäre, die das auf jeden Fall auch bereichert hätte. Ja, und ganz viele andere Stars, die damals bei dieser Amtseinführung dabei waren, haben hier eben mit dazu beigetragen und das zu einem besonderen Ereignis gemacht. 1995, 10-jähriges Jubiläum. Harry Belafonte führt durch eine TV-Doku. One Song, Many Hands hieß das. Ich finde, Harry Belafonte moderierte hier sehr behutsam diese Doku, weil er hier natürlich auch die Hintergründe beleuchtete, wie es damals dazu kam, dass dieser Song aufgenommen wurde. Ganz im Fokus steht hier die Hungersnot in Afrika, in Äthiopien und in Sudan. Das wird hier beleuchtet mit verschiedenen Rückmeldungen, was damals dort los war und wie schlimm und wie katastrophal das damals war. Weswegen es auch absolut notwendig war, so ein Projekt auf die Beine zu stellen und dafür Geld zu sammeln. Und Harry Belafonte war damals auch bei den ersten Flügen mit dabei, als die ersten Spenden nach Äthiopien und Sudan gebracht wurden. Diese Doku, die beleuchtet so ein, wie es damals
anfing. Also die geht in den Dezember 84, wie er und von King Kagen und wie er Kontakt mit Quincy und Lionel und Michael und so weiter, wie das alles zustande kam. Das geht auch auf die Aufnahmen ein, wie damals der Song aufgenommen wurde. Und im zweiten Teil geht es eigentlich nur noch um diese Charity, was damals daraus wurde. Und hier sieht man sehr viele berührende, emotionale Bilder, wie Harry Belafonte in die Länder fliegt, die da von der schweren Hungersnot betroffen waren und wie eben dort Getreidesäcke teilweise auch einfach aus dem Flugzeug geworfen wurden, damit man an den Stellen, wo die Hungersnot so groß war, da die Menschen das direkt auffangen konnten und verarbeiten konnten. Aber er ist auch vor Ort, hat verschiedene Einrichtungen besucht und Menschen besucht, Krankenhäuser besucht. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war auch King Kagen dabei. Lionel Richie oder Michael Jackson waren da nicht mit dabei. Aber diese Doku zeigt sehr eindringlich, wie dieses Projekt eben vor Ort auch geholfen hat. Und zum Schluss geht diese Doku noch darauf ein, dass eben We Are the World auch lokale Einrichtungen unterstützte, zum Beispiel verschiedene Obdachloseneinrichtungen und Verbände in den USA, sodass einmal was für Menschen in Not in Afrika, in verschiedenen Ländern Afrikas gemacht werden konnte, aber auch in den USA, da wo eben Hilfe notwendig war, weil auch dort gibt es Armut und Obdachlose und Menschen ohne ein Zuhause und auch dafür hat sich We Are the World eingesetzt. Im Zuge dessen geht auch in dieser Doku, da wird das Hands Across America Projekt mit beleuchtet, weil das eben letztendlich auch aus der We Are the World Charity-Aktion entstanden ist und daher spielt es da auch eine Rolle. Zwischen 92 und 97 fand noch Michael Jacksons Dangerous und History World Tour statt. Auf beiden Tourneen wurde eine Instrumentalversion von We Are the World eingesetzt. Und zwar immer vor Heal the World kam eine We Are the World Instrumentalversion und das läutete den Übergang zu Heal the World ein. 2004 erschien die Ultimate Collection von Michael Jackson, ein Greatest Hits Album auf 4 CDs, umfassend all seine großen Hits. Und auf dieser Ultimate Collection gab es das erste Mal die Solo-Version von Michael, wo er We Are the World, eine Demo-Version, singt. Und das muss damals auch zu dieser Zeit entstanden sein, wo Michael im Studio war und seine Parts geübt oder geprobt hatte. Am 1. Februar 2005 feierten wir das 20-jährige Jubiläum von We Are the World und da gab es diese DVD, 20th Anniversary Special Edition We Are the World, The Story Behind the Song. So sieht sie aus mit 2 DVDs. Ja, und diese DVD beinhaltet eine ganze Reihe von Material rund um alles, was wir bisher gesehen haben. Es ist einmal das Video drauf in der ursprünglichen Version, einmal die Karaoke-Version mit Liedtexten eingeblendet. Da läuft das normale Video und im Vordergrund werden die Texte abgebildet auf den ganzen Bildschirm. Hier ist diese 10th Anniversary Special von 1995 drauf mit Harry Belafonte, von dem ich eben sprach. Hier ist der Auftritt der American Music Awards, Live Aid und Grammy Awards drauf. Das heißt, hier sehen wir auch alle 3 wesentliche Auftritte. Der Live Aid Auftritt ist hier auch aus 3 verschiedenen Fernsehsendern zu sehen. Und es sind hier alle Fotos drin, die damals auch im Live Magazine abgebildet waren, als Dia-Show, Reprint à la 85 Live Magazin Cover und Fotoshooting. Und das Besondere, ganz, ganz viele Outtakes. Und hier in diesen Outtakes ist natürlich sehr umfangreich auch Michael zu sehen. Wir sehen hier in den Outtakes Michael im Studio, wie er den Refrain und A Cappella singt. 1 Minute 46 zum Beispiel. Wir sehen die Recording the Course. 39 Sekunden ist Michael zu sehen. Viele Outtakes. Und es befindet sich hier auf der DVD ein 10-minütiges Outtake-Special, wo nur Michael Jackson zu sehen ist. Auch die anderen Künstler, das sind glaube ich über 25 Minuten, sind zu sehen. Outtakes von Bob Dylan, Bruce Springsteen und so weiter. Aber Michael Jackson hat hier auch seinen eigenen Bereich, wo er 10 Minuten lang Outtakes zu sehen sind. Und das macht diese CD oder diese DVD auch besonders sehenswert, weil hier eben sehr viel Material drin steckt.
Was hier nicht mit drin ist, ist die Jane Fonda Doku, die es damals gab. Die ist hier leider nicht mit drin, die wurde hier nicht mit drauf gepresst. Weiß auch nicht warum. Aber die Harry Belafonte Doku von 1995 ist da drauf. Von dieser Veröffentlichung geht es jetzt in das Jahr 2006, ein Jahr später, 15. November, World Music Awards in London. Michael Jackson stand hier live auf der Bühne und sang ein paar Zeilen aus We Are the World. Er kam ungefähr zur Mitte des Songs auf die Bühne. Im Hintergrund war ein großer Jugendchor zu sehen und Michael stimmte an einigen Stellen zum Song mit ein und zum Schluss ging die Musik aus und Michael sang sogar a cappella ein paar Zeilen. In der regulären Fernsehfassung war das gar nicht so gut zu hören, weil das Playback einfach so laut war. Es gibt aber eine Aufnahme, die ein anderer Harry, nämlich dieser Harry, veröffentlicht hat. Auf meinem Kanal findet ihr eine Aufnahme von 2006, wo ich in der ersten Reihe bei den World Music Awards stand und mit meiner damaligen Digitalkamera auch dieses Lied mitgefilmt habe. Und bei mir im Video kann man tatsächlich viel besser hören, wie Michael in der Halle live gesungen hat. Also das Playback war da nicht so laut, Michael war einfach lauter zu hören. Und das ist natürlich mein persönliches Highlight, weil ich damals dabei war und dieses Video auch damals gemacht habe. Und die Pressemeldung, die es danach gab, dass Michael ja angeblich Buhrufe bekommen hat und was auch immer, wenn man sich das Video von mir anschaut, sieht man das auch, dass es das überhaupt nicht gab. Also damals, 2006, Michaels letzter Auftritt, hat er noch einmal die letzten vor Publikum live gesungenen Zeilen waren eben ein paar Zeilen aus We Are the World. Und das könnt ihr euch auch gerne auf meinem Kanal anschauen. Am 13. Februar 2010 erschien das We Are the World 25 for Haiti Projekt. Ein Riesenstar-Aufgebot. Alle großen Stars von 2010 sind da mit drin. Barbra Streisand, Celine Dion, Carlos Santana, Justin Bieber, Snoop Dogg, Drake, Enrique Iglesias und ganz, ganz viele weitere Künstler. Quincy Jones und Lionel Richie haben das Ganze produziert. Und es gab ein Musikvideo dazu mit den Stars und im Hintergrund mit Einspielungen, was im Haiti los war. Und dieses Projekt hat ebenfalls viel Geld gesammelt, um eben vor Ort eben auf Haiti Gutes zu tun, weil es auch dort eine riesige Katastrophe damals gab. Das Land ist von Armut betroffen, Hungersnot, Krankheiten, Seuchen und so weiter unterbinden. Und dafür hatte sich dieses Projekt damals eingesetzt. Und das Besondere an dem Lied ist, dass man die Passagen von Michael behalten hat. Die hat man also nicht von jemand anderes einsingen lassen. Man hat die Originalaufnahmen von damals aus dem ersten We Are the World genommen, von 85. Und hinten dran hat man dann direkt mit Janet kombiniert, statt mit Diana Ross. Und das macht die Sache auch nochmal emotionaler, die beiden hier in diesem Lied vereint, posthum nochmal zu sehen. Also Michael in dem Fall posthum. Und jetzt kommen wir zu dem Grund, weswegen ich mich hier heute um We Are the World so intensiv kümmere. Und zwar The Greatest Night in Pop ist die nagelneue Doku, die gerade auf Netflix läuft. Seit dem 29. Januar ist diese Doku online und die befasst sich 96 Minuten lang nur um die Aufnahmen, um den 28. Januar 1985 und beinhaltet alles, die Entstehung und dann, wie sich alle an den Tag trafen. Chronologisch geht man dieses ganze Ereignis, wie man dorthin gearbeitet hindurch und auch diesen ganzen Tag, American Music Awards, wie die Stars anschließend ins Studio gingen und dieser ganze Studioablauf wird von vorne bis hinten durchgespielt. Eine sehr emotionale, wunderschöne Doku, die richtig Spaß gemacht hat anzuschauen. Ich habe sie mir jetzt mittlerweile, glaube ich, 4-mal schon angeschaut. Ich finde sie richtig, richtig gelungen. Spannend, emotional und auch hier sind nochmal Michael-Parts zu sehen, wie er im Studio am Mikro steht und bevor alle Stars da sind, seine Parts nochmal einspielt und probt. Eine richtig gute, schöne Doku über dieses Ereignis. Die Doku gelangte weltweit auf Platz 1 der meistgesehenen, der meistgestreamten Angebote, als es erschien im Anfang Februar.
und hatte, was ich verfolgt habe, über 11 Millionen Abrufe in der ersten Woche gehabt. Also richtig erfolgreich war die. In der Doku selbst sind auch zu sehen Künstler, die damals dabei waren. Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Lionel Richie ist federführend, der das Ganze vorne auch mitträgt. Dionne Warwick ist mit drin, Huey Lewis, also auch wirklich Persönlichkeiten, die damals mit dabei waren. Ja, wie ich gerade gesagt habe, geht diese Doku nochmal chronologisch alles durch. Wir sehen hier, wie Ken Kagen damals die Idee hatte, sich mit Harry Belafonte abstimmte. Und Auslöser war letztendlich das Band-Aid-Projekt aus Großbritannien, die Hungersnot in Afrika, in Äthiopien, Sudan, Tansania und anderen Ländern. Er trieb zusammen mit Quincy Jones, Lionel Richie das Ganze an. Hier ist zu sehen, wie Lionel die World Music Awards moderierte und auch diesen Stress hinter der Bühne hatte, immer vorne präsent zu sein, wenn die Kameras an waren bei den American Music Awards, und sobald Werbepausen waren oder Künstler auftraten, verschwand er im Hintergrund und er organisierte eben irgendwas, was mit We Are the World zusammenhing. So hatte zum Beispiel Cyndi Lauper, kam dann auf Lionel zu, mein Freund, der will irgendwie hier nicht mitmachen, der findet, der Song ist kein Hit, und Lionel ihr dann nochmal sehr eindringlich wiedergab: Entscheide du und sei dabei, komm dahin, es ist wichtig. Und letztendlich kam sie ja auch dahin. In der Doku sagte aber auch Cyndi, es war für sie eine ganz schwierige Zeit, weil sie eben auf Tour war, unter Stress war und so weiter. Aber letztendlich fand sie es, glaube ich, doch ganz gut, dass sie mit dabei war. In der Doku erfahren wir auch, dass Stevie Wonder mitschreiben sollte an dem Song, aber Stevie Wonder wurde mehrfach angerufen, aber er hat sich nie blicken lassen. Und dann haben Lionel und Michael sich irgendwann alleine hingesetzt und den Song geschrieben. Und als sie das erste Mal die Demoaufnahme, wenige Tage, eine Woche ungefähr bevor die American Music Awards und der Song aufgenommen werden sollte, da kam dann Stevie Wonder mit ins Studio und wollte mit bei er kam ins Studio, um an den Song zu schreiben, dachte Stevie, aber Michael und Lionel haben ihm gesagt, der Song ist schon fertig, wir sind gerade die Demos am Aufnehmen, und Stevie Wonder dann, okay, warum sagt ihr denn nichts so? Und dann so, du bist ja nicht erreichbar, du hast dich ja nicht gemeldet auf uns. Und das dann auch ein bisschen, auch lustige Anekdoten, die dort eben erzählt werden. Lionel erzählt hier über die Zeit, wo er mit Michael zusammen den Song geschrieben hat, dass dass Michael zu ihm fuhr, Schleichwege gefahren ist in Los Angeles, weil Michael nicht so gerne den Highway nutzte. Aber auch wie Lionel zu ihm das erste Mal auf Havenhurst war, wo Michael damals wohnte, und im Studio überall Tiere waren, da kam dann die Schlange mal rein, da haben sich irgendwie ein Vogel mit dem Hund geärgert in der Küche und es war Bubbles ständig da, das beschreibt er dort. Aber halt auch, dass sie Michael auch richtig gut zusammengearbeitet haben, dass Michael die Melodien gebeatboxt hatte, auch damals schon für We Are the World, und der das sehr eindrucksvoll fand, wie Michael eben an den Songs gearbeitet hat. Und auch die Liedzeile We Are the World, We Are the Children gibt Lionel an, hat vermutlich Michael, er konnte sich nicht mehr so genau erinnern offenbar, aber er schiebt das schon eher Michael zu, dass das eine Liedzeile war, die ihm zu verdanken sei. The Greatest Night in Pop ist nicht eine reine Michael Jackson-Doku. Das sind jetzt so die Passagen, die ich gerade genannt habe, wo Michael eben auch zu sehen ist. Aber das gesamte Projekt als Ganzes wird beleuchtet. Auch die anderen Künstler kommen nicht zu kurz. Bruce Springsteen, wie er einfliegt, Cyndi Lauper mit ihren Ketten, die auf einmal zu hören waren auf den Tonbandaufnahmen. Tina Turner, die gerne ein Fischbrötchen essen möchte. Aber auch Bob Dylan, der wohl Schwierigkeiten hatte, sich in diesem Ensemble zurechtzufinden, wo für ihn sind dann tatsächlich doch alle rausgegangen, damit er seinen Part alleine einsingen konnte. Michael wiederum war, als alle Solo-Parts gesungen wurden, stand er auch mit in der Runde und hat seinen Part gesungen. Ja, all dieses wird in dieser Doku sehr anschaulich und sehr schön beleuchtet. Also richtig tolle Doku, die mir richtig viel Spaß gehabt hat.
anzuschauen. So, das war mein kleiner Streifzug durch 39 Jahre We Are the World. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe für euch alle Inhalte, alle Veröffentlichungen gut zusammengefasst. Schaut auch gerne auf meinen Kanal nochmal vorbei, wenn ihr zum Beispiel das We Are the World 2006 von den World Music Awards euch anschauen wollt. Auf meinem Kanal findet ihr natürlich auch alle anderen MJ Update Folgen. Liked gerne diese Folge und abonniert gerne diesen Kanal. Ich freue mich auch immer über Kommentare. Habt ihr auch einen besonderen Bezug zu diesem Song? Und ja, teilt es gerne. Und ich freue mich, wenn ihr diese Folge liked und teilt. Und wir sehen uns wieder bei MJ Update Folge 22. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. We are the world. We are the children.